Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wenn ihr das Video seht, ist EU30 bereits gestartet und in den Vollen gegangen. 16 Uhr kommt das Video ja online, 16 Uhr ist Serverstart. Ab 18 Uhr sind wir online auf Twitch heute, meine lieben Freunde, bis 0 Uhr. 6 Stunden Shakes and Fidget. Wir streamen den ersten Tag, Serverstart und natürlich habe ich mir nicht lumpen lassen. Ja, ich habe auch mal wieder einen Code für euch parat hier. Und zwar heißt dieser Dorza-EU30. Für alle Leute, die auf EU30 spielen sollten, können ihn sehr gerne einlösen. Wichtig dabei, ihr müsst den Code einlösen noch unter Stufe 20. Wenn ihr über Stufe 20 seid, könnt ihr den Code nicht mehr einlösen, weil es ein Server-Start-Code ist. Ja? Der Code gibt euch eine Potion of Life, also einen Flügeltrank, ja, 14 Tage Greifendrache und 100 Lucky Coins. Ich denke mal, damit kann man arbeiten zum Start. Ja, mit dem Code vom Elevator, den ich euch gestern im Video gezeigt habe, ist das, denke ich mal, ein ganz gutes, ja, da habt ihr direkt zwei Codes, die aktiv sind für euch zum Serverstart und ja, für die gestern den Code verpasst haben sollten, einfach auf das Video von gestern klicken, da ist der Code für den Elevator, der ist auf allen Servern aktiv und der Code ist jetzt nur auf EU30 zur Verfügung. Ja, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß, viel Erfolg, gutes Gelingen und ja, für alle Leute, die noch eine Gilde suchen sollten, auf schnelle Welle und jetzt noch ganz schnell irgendwo jetzt noch unterkommen wollen zum EU30 Serverstart, können sehr gerne hier auf meinem Discord vorbeischauen. Ihr könnt den Link unten in der Videobeschreibung finden. Da könnt ihr sehr gerne joinen. Und wenn ihr hier einmal runter scrollt in den Shakes and Fidget Bereich Gilden und Spielersuche, könnt ihr hier, wenn ihr Spieler seid, könnt ihr hier euren Ingame-Namen reinschreiben, den Playstyle, den ihr habt, Free-to-Play, Pay-to-Win, so und so viele Pilze geplant, Eco-Spieler, blablablub. Ja, und dann kommen eventuell Leute auf euch zu und rekrutieren euch für eure Gilde. Oder ihr seid Gildenleiter und sucht noch Member für eure Gilde. Dementsprechend könnt ihr natürlich hier auch eure Gilde hier rein posten. Ja, und könnt dementsprechend hier auch für eure Gilde Werbung machen. So als auch so könnt ihr sehr gerne hier auf den Discord kommen. Und ja, da versuche ich hier mit dem Discord auch so eine kleine Plattform zu bieten, neben der SF-Taverne. Wo Spieler sich so ein bisschen austauschen können und ein bisschen, ja, vielleicht Platz finden irgendwo auf dem Server. Es haben sich schon viele hier connecten können, deswegen, ja, genau, da auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Ja, wir haben uns gestern für den Assassinen entschieden. Ja, ich werde einen Assassin spielen hier auf dem Server. Das Glücksrad hat entschieden. Ja, wir hatten alle 12 Klassen genommen und immer einmal gedreht und am Ende blieb nur noch der Assassine übrig. Es ist, glaube ich, Schicksal, dass ich den Assassinen irgendwann mal auf EU50 spielen werde. Ja, ist ja auch eine sehr geile Klasse. Aber jetzt werden wir ihn auch wieder auf EU30 auspacken. Und ja, meine Pläne mit dem Char hatte ich ja schon so ein bisschen angeteasert gehabt. Ich werde definitiv das Avatar-Race hier mit Spannung verfolgen. Ich werde gucken, wie der EU30-Serverstart generell performt, weil das ist auf jeden Fall ein dicker Server, ein dicker Server. Mal gucken, wir haben ja auch Elevator, mal schauen, ob heute vielleicht einige Rekorde geknackt werden. Ne? Mal schauen. Ja, da werden wir mal gucken. Wir sind, wie gesagt, live heute bis 0 Uhr, also den ersten kompletten Tag streamen wir. Deswegen gucken wir mal, ob das auch so klappt. Auf jeden Fall, ja, bin ich sehr gespannt, sehr gehypt. Ich werde selbst wahrscheinlich so bis circa Stufe 300 zocken. Vielleicht mit ein bisschen mehr Ehrgeiz als die letzten Server, sag ich mal, so EU 29, 28. Bisschen bei mir geschliffen, sag ich mal. Ja, kann man nichts machen. Aber EU30 jetzt vielleicht so ein, ja, jetzt nicht tryhard, aber halt so ein bisschen so gemütlich halt, ne? Gemütliches Tryharden, sag ich mal. Ne? Ja, ansonsten hatte ich das im Video noch gar nicht gezeigt. Und zwar hatte auch Strider letzte Woche hier wieder die Scans ausgewertet von unserer Challenge. Die hatte ich jetzt in den Videos noch gar nicht gezeigt. Dadurch, dass wir jetzt aber auch EU30-Content und Elevator-Content haben, wird diese Woche wahrscheinlich untergehen mit den Scans. Also ich werde da kein extra Video zu machen. Das packe ich jetzt noch schnell mal hier mit in die Folge mit rein und gehen das ganz schnell nochmal durch. Die letzte Woche vom 11. zum 12. Ne, sind wir hier, Strider und ich, wieder gut beisammen. Dann hatte hier Bauer einen Tag nicht geskillt. Strider hatte da ein paar mehr Punkte als ich.
Hier waren wir auch wieder ungefähr gleich. Bauer auch wieder nicht geskillt. Hier den. Oh. Ich habe mir die selbst noch gar nicht angeschaut jetzt, ne? Also, ja, also Bauer spart sich anscheinend ein bisschen Gold auf hier, so wie es aussieht. Ja, auch hier, ne? Ja, was soll ich sagen? Das war, ich weiß gar nicht, wann das war. War das. Ich weiß es, nee, Gold-Event hatten wir letzte Woche gar nicht gehabt. Aber diese Woche, Gold-Event hat bei mir schon enorm schlecht performt. Ja, 20 Spins, 0 mal Gold, 10 mal würfeln, einmal einen Dreier Gold. Ja, brauche ich nichts zu sagen. Ja, ist Bullshit. Bullshit. Ja, dann hier haben wir wieder, warte mal, ist das der 11.12.? Achso, ja, ist der 11.12. Muss man mal gucken, wie Bauer das jetzt handhaben wird, weil er jetzt erstmal nicht geskillt hat. Dann haben wir hier vom 4.8. bis zum 11.8. einmal. Ja, da sind wir hier leicht vor Strider. Und ja, was willst du hier sagen, großartig, ne? Bauer hat jetzt nicht viel geskillt. Vielleicht Teil der Strategie, ich weiß es nicht. Aber wir haben ja jetzt schon einen ganz guten Einblick bekommen von dem, was er so wöchentlich, täglich, monatlich so macht. Und von daher kann man schon einschätzen, dass dieser Playstyle wahrscheinlich nicht abreißen wird. Er wird halt eben einfach jetzt nur nicht geskillt haben. Ja? Deswegen kann man das jetzt gerade nicht ganz so verfolgen. Ja, ist so ein bisschen, ein bisschen trollen vielleicht auch, ne? Weil er weiß ja auch, dass wir das hier auch tracken und so und dass ich das auch zeige in den Videos. Also von daher, ja, ne? Wir gucken einfach mal, was denn so rumkommt. Ne? Ich denke mal, bis zum Ende des Jahres wird er ja dann spätestens wieder geskillt haben. Und ja, ansonsten Tag 1 Serverstart. Achso, ich sollte noch nämlich, warte mal, wo war das denn? Hier, schöne Grüße. Ja, Gandalfs Sabber hat mir geschrieben, feier deine Videos anders. Finde ich cool. Und er hat sich noch gewünscht, wünscht dir was und mir, dass ich in einem Video vorkomme und gegrüßt werde. Schöne Grüße an Gandalfs Sabber an der Stelle, ja, falls du das sehen solltest hier. Ja, ich habe dran gedacht, so, ne. Auch mal auf die Wünsche eingehen, so ein bisschen hier einmal, ne? Ja, ansonsten auf F9 sieht es momentan so aus hier. Ja, das ist jetzt nicht allzu sehr interessant. Es ist eigentlich alles so wie immer. Was wirklich krass ist tatsächlich, wenn man mal auf die anderen Server schaut, nach Tag 1, wir haben hier auf F17 die Unfassbaren mit 4,4 Millionen, dann haben wir einmal die Endgegner auf F8 mit 4,6 Millionen und man denkt ja, die Gilden, das sind ja mit so die stärksten weltweit, ne? Wo man wirklich sagen kann, ey, das ist so die Speerspitze der Shakes and Fidget-Szene, es gibt keine krasseren Gilden. Gehen wir hier auf Gnagurim und sehen hier Mirror of Time mit 8 Millionen Höllenmarken nach knapp Tag 1. Dreamers 6 Millionen. Umpa Lumpa 4,7. Ja, die sind alle über den Unfassbaren und Endgegner, die ja normalerweise immer führen. Mirror of Time hat sich wirklich zur Aufgabe gemacht, an Tag 1, dass da jeder wahrscheinlich so das Maximale rausholt. Das war ja schon mal gewesen, dass die Gilden hier zum Start richtig krass aufgespielt haben ne? Und jeder da krass gepusht hat, aber hinten raus ein bisschen nachgelassen haben. Ich weiß nicht, ob die Endgegner das noch schaffen werden. Auf jeden Fall wollte ich euch das mal zeigen, weil ich das übelst krass fand, wie halt hier so die Dichte an Spielern ist, die hier gepusht haben. Nur mal zum Vergleich, Platz 100 hat hier 137.000 Punkte. Ja? Wenn wir auf F8 gehen, mit Platz 100 in der Solo-Rangliste, sind wir bei 63.000. Ja? Und auf F17 selbes Spiel. Ja? Platz 100, 90k. Ja? Also es ist krass, was auf dem Server abgeht in Bezug auf Elevator. So, also die wollen es wirklich, wirklich wissen hier, die Gilden. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Werden wir uns definitiv auch anschauen, wie das Ganze zu Ende geht. Es ist ja jetzt der erste Tag. Heute ist der zweite Tag nach Elevator-Start. Von daher wollen wir mal noch nicht zu früh urteilen. Ja, am Ende kackt die Kuh, sagt man ja so schön. Deswegen gucken wir uns das Ganze an, wie sich das weiterhin hier so verhält. Aber wollte ich euch mal zeigen, dass die Leistung von denen wirklich abnormal krass ist. So krass, dass ich gestern gedacht hatte, ist das ein Bug? Nee, es ist kein Bug. Die haben wirklich alle krass gepusht. Ja, Freunde, das soll soweit von dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten sehen wir uns gleich auf Twitch drüben, würde ich sagen. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr seid da auch
am Start heute bei dem Streaming-Marathon bis zum Ende des Monats jeden Tag online. Von daher würde ich sagen, ich verabschiede mich, haut rein und bis zum nächsten Mal.